Hallo und herzlich willkommen zum neuen Video. Wir schauen uns heute mal wieder die Drohnenaktien an. Da ist ja einiges im Sektor passiert und die Aktien sind auch mit dem Gesamtmarkt auch ziemlich stark gefallen. Wir werden mal schauen, bei welchen Marken die Aktien vielleicht interessant sind, was sich fundamental geändert hat oder auch vielleicht gar nicht und was ich langfristig von den Aktien immer noch erwarte. Und natürlich auch aus aktuellem Anlass Drone Shield. Darüber müssen wir natürlich auch sprechen. All das in diesem Video. Ja, die Drohnenaktien waren zumindest bis vor einigen Wochen noch ziemlich im Hype und auch dieser Hype ist ziemlich vergangen, zumindest bei einigen Aktien. Doch so schlimm es bei der einen oder anderen Aktie aussieht, ist es bei der anderen gar nicht mal so. Das heißt, wir haben so ein bisschen ein gemischtes Bild und wir gehen die Aktien mal durch und ich werde mal so ein bisschen einordnen, inwieweit ich die Aktien womöglich kritisch sehe, welche Marken sind wichtig, welche Kursziele habe ich. Befinden wir uns in einem Bärenmarkt, sind wir in einem Aufwärtstrend? Das unterscheidet sich leider bei den Aktien und deswegen gehen wir mal da durch. Bevor wir anfangen und natürlich auch über Drone Shield reden, natürlich noch der Risikohinweis, dass alles, was ich sage, keine Kaufs- oder Verkaufsempfehlung darstellt und keine Finanzberatung ist, sondern lediglich meine eigene Meinung. So, gehen wir mal rein ins Video und fangen auch gleich schon mit der ersten Aktie an. Das ist die erste Aktie von AeroVironment. Die haben auch jetzt vor geraumer Zeit Quartalszahlen gehabt. Das heißt, wir haben jetzt auch mal wieder Anfang Dezember, also in gut 2 Wochen, haben wir hier die entsprechenden Quartalszahlen, die wir zu erwarten haben. Die werden sehr, sehr interessant. Der Markt ist ja allgemein in einer sehr, sehr schwierigen Phase. Das heißt, wenn man hier die Erwartungen nicht trifft, dann kann es die Aktie auch durchaus mal ein bisschen nach unten prügeln. Also aktuell so ein bisschen, ja, ich sag mal, riskant, die Aktien natürlich in die Quartalszahlen zu halten oder davor zu investieren. Aber ich glaube mal langfristig sind die Aktien immer noch interessant, vor allem natürlich AeroVironment, die hier natürlich in dem Sektor Drohnen auch mit oder einer der größten Anbieter sind oder der namhaftesten Anbieter. Das heißt, die haben ganz sicherlich ihren Platz gesichert, die werden auch ihre Zukunft haben und ich denke, dass der Markt auch weiterhin wachsen wird. Jetzt gucken wir uns mal die Prognose an. Die Analysten sehen die Aktie im Durchschnitt immer noch bei $400, also da ist schon noch einiges Luft nach oben auf der Einjahresprognose. Die letzten Quartalszahlen waren vom Gewinn jetzt mal gar nicht mal so gut, sogar leicht schlechter als erwartet, aber der Umsatz deutlich besser als erwartet und das soll auch in den nächsten Quartalen anhaltend hoch bleiben. Wir sehen also, die Investitionen in Drohnen sind da und die sollen ja auch in den nächsten Jahren noch steigen. Das heißt, also für mich hat sich fundamental an dem Drohnenmarkt an sich eigentlich gar nichts geändert, großartig. Einzig nur, dass die eine oder andere Aktie ein bisschen stärker bestraft wurde als die andere. So, für AeroVironment gilt auch hier natürlich der Blick auf den Chart und das ist auch sehr interessant. Wir haben jetzt hier eigentlich gar nicht mal so große Unterstützung gefunden. Man muss aber dazu sagen, dass der Markt auch relativ heftig reagiert hat, jetzt in diesen Korrekturtagen in den letzten, ja, 2, 3 Wochen im Grunde. Sind die Aktien hier schon abbestraft worden und der Tech-Sektor jetzt auch in der letzten Woche vor allem. Und ich bin mal gespannt, also ich denke auch, dass wir hier zumindest mal eine Konsolidierung reinbekommen. Wenn wir uns den Chart so anschauen, dann sind wir immer noch über dem 50-Wochen gleitenden Durchschnitt. Das heißt, wir sind immer noch im Aufwärtstrend. Und für mich ist das ganz klar auch eine interessante Kaufgelegenheit tatsächlich. Und ich habe auch, glaube ich, mal in einem von den letzten Videos gesagt, wenn man AeroVironment nochmal unter $300 bekommen sollte, dann sollte man hier auch entsprechend zuschlagen, weil es natürlich auch ein größerer Player ist in dem Bereich. Wenn wir natürlich so eine Dragonfly oder eine Red Cat haben oder auch eine Drone Shield, das sind Aktien, die sind spekulativer. Also da ist noch ein größeres Risiko dahinter und hier haben wir einfach einen größeren Player, der entsprechend moderateres Risiko hat. Ist natürlich nie risikofrei, aber es ist moderater. Für mich sieht vom Chart eigentlich immer noch ziemlich gut aus. Wirklich kritisch wäre es eigentlich nur, wenn wir unter $240 fallen, aber ich glaube, das wird nicht passieren. Ich denke, der Markt erholt sich jetzt. Vor allem natürlich wird es auch positiv drehen, wenn wir dann Aufträge bekommen. Wenn hier Nachrichten auftreten, dass wir entsprechend große Aufträge von den Regierungen bekommen und was ich tatsächlich eigentlich auch erwarte in der nächsten Zeit, dass hier dann entsprechend dann auch wirklich mal den Worten Taten umgesetzt werden, was die Investitionen in den Drohnensektor angeht. AeroVironment, natürlich auch die Bewertung, die war auch stattlich, klar. Aber wir haben ja gerade beim Umsatz gesehen, der Umsatz hat einen deutlichen Sprung gemacht. Das heißt, wir sind von dem hohen KUV-Wert von KUV 17 sind wir schon deutlich nach unten gekommen. Und mit dem Wachstum, was wir dieses Jahr, ja, oder was wir auch in den nächsten Quartalen haben beim Umsatz, dann dürfte das
KV auch weiter zurückkommen. Das heißt, ich finde die Bewertung tatsächlich gar nicht mal so schlecht und ich würde tatsächlich AR-Environment, zumindest wenn es sich hier mal andeutet, dass wir eine Trendwende sehen, auch dann entsprechend nachkaufen. Vielleicht nicht unbedingt jetzt sofort, ja, weil das Risiko immer noch da ist, weil wir noch in so einem starken Abwärtstrend sind und das gilt für alle Aktien jetzt eigentlich mehr oder weniger, dass wir durchaus noch mal ein bisschen tiefer gehen könnten. So ein Rücksetzer um 10% ist durchaus möglich. Das heißt, vielleicht so in Tranchen einsteigen ist tatsächlich so das Mittel der Wahl in solchen Fällen. Ich überlege es mir. Ich bin ja auch schon ganz gut investiert in dem Drohnensektor, Drone Shield. Ja, tatsächlich nicht mehr. Das besprechen wir aber auch gleich, warum. Und aber AR-Environment finde ich immer noch tatsächlich interessant. Gucken wir uns mal Kratos an. Kratos auch gut zurückgekommen, muss ich sagen. Die Bewertung auch jetzt eigentlich im moderaten Bereich. Wir gucken uns mal die Prognose an. Da sehen wir die Aktie auch durchschnittlich 40% noch Luft nach oben. Bei $100 wird die Aktie gesehen und hier sehen wir im Vergleich zur AR-Environment hat man hier die Profitabilität geschlagen, also hier die Schätzungen, was der Gewinn angeht. Und auch hier beim Umsatz schlägt man regelmäßig und wir sehen auch hier ein ordentliches Umsatzwachstum in den nächsten Jahren, wird hier auch entsprechend erwartet. Das rechtfertigt natürlich auch ein entsprechend hohes KUV, was natürlich aber jetzt auch von einem KUV von 14 auf einen KUV von 9 schon ganz gut zurückgekommen ist. Charttechnisch gucken wir uns natürlich die Aktie auch an. Da sind wir jetzt unter dem 20-Wochen gleitenden Durchschnitt, beziehungsweise knappern hier gerade so ein bisschen an dieser Unterstützungszone dran, die ich hier mal eingezeichnet hatte vor geraumer Zeit. Ja, das ist so bei $70. Dadurch, dass wir jetzt hier unter den gleitenden Durchschnitten sind, ist es so ein bisschen, ja, eine 50-50 Chance, würde ich mal sagen, ob die Aktie jetzt fällt, noch ein bisschen einen weiteren Rücksetzer hat, aber ich glaube nicht, dass wir großartig unter $60 fallen sollten. Ich würde auch hier in Tranchen einsteigen. Kratos finde ich auch definitiv interessant und für mich ist es auch nur eine Frage der Zeit, vor allem wenn man die Aktie langfristig hält, dass die nicht garantiert, aber sehr, sehr gute Chance, also nur eine Frage der Zeit meines Erachtens, bis die Aktie hier wieder ihre Hochpunkte erreicht. Ansonsten, was gibt es noch so zu sagen? Eigentlich nicht so viel tatsächlich. Wir sind natürlich hier auch ja, generell mit dem Gesamtmarkt jetzt zurückgelaufen, aber es hält sich im Rahmen. Ja, der Abverkauf ist jetzt nicht so, ja, mit Wucht würde ich sagen, wie jetzt bei anderen Aktien. Ja, das besprechen wir natürlich auch gleich und dementsprechend glaube ich, dass diese Aktien, Kratos und AR-Environment, sich auch mit am schnellsten erholen werden. So, gucken wir uns mal X-Ray Technologies an. Ja, die sind auch in einer sehr, sehr wichtigen Range. Ja, die hatte ich auch schon vor geraumer Zeit eingezeichnet. Interessant, wie gut es geklappt hat tatsächlich. Hier bei $72 haben wir hier diesen unteren Boden, diese Unterstützung. Sollten wir da drunter fallen oder generell auch unter 70 Euro, Euro sind es natürlich, dann werde ich ein bisschen nervös, würde ich mal sagen, weil dann kann es dann auch durchaus ein deutliches Stückchen tiefer gehen, weil wir hier charttechnisch eigentlich so gut wie keine Unterstützung eingebaut haben. Und das heißt, die Fallhöhe ist da relativ hoch und ja, tatsächlich wäre ich an der Stelle ein bisschen vorsichtig, einfach nur aus der Tatsache, dass der Gesamtmarkt aktuell noch ein bisschen Risiken mit sich bringt und dementsprechend würde ich hier mal die Aktie auf die Watchlist packen, zumal wir auch jetzt hier so ein Zeichen von Schwäche gesehen haben. Ja, wir haben es nicht geschafft, hier im Tageschart den Aufwärtstrend wieder zu etablieren. Das heißt, wir sind wieder zurückgefallen in diesen übergeordneten Trend, also einen Abwärtstrend und das bedeutet für den Wochenchart, dass wir im Grunde hier die 70 Euro ins Auge fassen müssen. Und dementsprechend würde ich die Aktie auch definitiv entsprechend jetzt hier nur beobachten. Wenn man jetzt schon investiert ist, ich bin auch schon investiert, glaube ich schon ein bisschen bei 80 Euro. Ich handhabe es so, weil es eben natürlich ein spekulatives Investment ist, habe ich nicht ganz so viel rein investiert, wie ich jetzt bei einer Environment investieren würde. Aber ich sage mir, okay, sollte die Aktie tatsächlich nochmal hier runterfallen, dann würde ich eventuell hier bei 69 verkaufen, je nachdem, wie der Gesamtmarkt ist. Also da tatsächlich so einen Stop setzen oder dann entsprechend einfach nur nachkaufen und die Position verwässern, beziehungsweise einen Durchschnittskurs weiter nach unten bringen, was natürlich auch nicht schlecht ist. Langfristig finde ich die Aktie spannend. Man macht ja auch nicht nur Drohnen, sondern eben auch Unterwasserdrohnen, also in der Luft, sondern auch unter Wasser. Also das finde ich sehr, sehr spannend und dementsprechend ist auch hier eine sehr gute und spannende Aktie. Die Bewertung ist natürlich für einen europäischen Titel jetzt nicht ganz so hoch. Ja, da muss man natürlich ein bisschen Bewertungsabschlag machen.
denke mal, so Faktor 2 weniger als in den USA ist schon mal gerechtfertigt. Und auch hier sehen wir ganz klar, die Bewertung ist schon ganz gut zurückgekommen. Wir sind allerdings immer noch auf einem recht hohen Niveau. Und sollte der Markt tatsächlich noch weiter federn lassen und ich sag mal, bärisch bleiben, ja, wir sind aktuell bärisch, dann kann es durchaus auch nochmal so 30% würde ich da tatsächlich nicht ausschließen, dass wir hier auch nochmal entsprechendes Risiko nach unten haben. So, bevor wir noch bei XL rein, gucken wir uns hier auch nochmal die Prognose an. Die sind zumindest bei den Analysten auch noch recht positiv. Was ich auch sehr, sehr interessant finde, ist dieser starke Gewinneanstieg auf 5 Euro je Aktie innerhalb der nächsten 3 Jahre. Das ist sehr spannend, wenn das so geschafft wird. Gut ab. Und auch der Umsatz soll sich entsprechend auch gut entwickeln. Hier auch verdoppeln in den nächsten Jahren. Also hier, das Wachstum ist immer noch geplant, sage ich mal. Und dementsprechend ist die Aktie meines Erachtens sicherlich interessant. So, kommen wir mal zu Red Cat Holdings, die auch wirklich stark haben federn lassen, was ich tatsächlich nicht erwartet habe. Macht mich so ein bisschen traurig. Aber ich habe es halt auch hier ein bisschen unterschätzt, beziehungsweise, ja, der Markt hat doch stärker reagiert nach unten als gedacht. Die Quartalszahlen waren auch nicht ganz so, der Umsatz war zumindest besser. Aber auch hier fehlen einfach die Impulse. Klar, die Aktie ist extrem gut gelaufen in den letzten 2 Jahren oder 1,5 Jahren. Und da ist natürlich auch mal so ein großer Rücksetzer normal, sage ich, ja. Also wirklich schlimm wäre es, wenn wir unter $5 fallen sollten. Wobei ich dann auch hier sage, für mich ist Red Cat so gut aufgestellt mit den starken Partnerschaften mit Palantir und dass man auch schon Verträge hat mit dem Pentagon, dass ich hier glaube, dass es wirklich langfristig eine sehr, sehr gute Perspektive hat. Es ist natürlich ein spekulatives Asset, muss man im Hinterkopf behalten. Das heißt, es ist auch nicht ausgeschlossen, dass man hier sein komplettes Geld verliert, aber man kann natürlich auch hier entsprechend, werde ich auch hier nachkaufen, wenn es in Richtung $5 geht, dann auch ganz gut Geld machen über die Zeit, wenn es sich dann auch wirklich ausbezahlt. So, gucken wir auch hier mal so ein bisschen auf die Prognosen. Das ist auch interessant. Wir haben es hier nicht ganz so jetzt großen Umsatz, aber die Analysten sehen die Aktie eigentlich im Durchschnitt bei 15 Euro. Und das ist schon bemerkenswert. Ja, ich sag mal, 4 Analysten covern das Unternehmen, aber das ist schon mal ein Aushängeschild dafür, dass die Aktie eigentlich gar nicht mal so fundamental schlecht dasteht. Also für mich hat sich bei Red Cat tatsächlich eigentlich nichts geändert im Vergleich dazu, wo die Aktie bei 15 Dollar stand. Klar, wir sind jetzt hier so ein bisschen von der Marktkapitalisierung deutlich zurückgelaufen. Das ist dann schon mal ziemlich positiv. Und ich denke, die Bewertung ist auf dem aktuellen Niveau fair, dafür, dass es auch entsprechend natürlich ein spekulatives Investment ist. So, gucken wir mal auf die nächste Aktie. Da gehen wir ein bisschen schneller durch. Ondas hält sich tatsächlich ziemlich gut. Die Quartalszahlen kamen hier raus, die waren auch deutlich besser als erwartet, auch beim Umsatz vor allem. Das heißt, Ondas sticht so ein bisschen hier tatsächlich heraus und das unterstreicht wahrscheinlich auch nochmal die gute Marktposition und tatsächlich würde ich hier bei der Aktie tatsächlich mir die Aktien nochmal näher anschauen. Obwohl sie relativ teuer bewertet ist. Klar, wir haben einen KV von 79, aber ich würde mal auf jeden Fall die Aktie mal auf die Watchlist packen und mal schauen, wie der Gesamtmarkt sich entwickelt. Sollten wir hier natürlich Zeichen von Schwäche sehen, dürfte die Aktie auch korrigieren, allerdings nicht ganz so stark und sollte man die Aktie hier nochmal mal so bei zwischen 5 und 6 Euro US-Dollar bekommen, kann man vielleicht nochmal eine kleine Investition erwarten. Aber grundsätzlich gibt es auch hier, habe ich gerade gesehen, die Jahresprognose wurde angehoben. Das heißt, die Aktie hat natürlich auch aufgrund dessen reagiert und steht so schlecht dann gar nicht da, zeigt relative Stärke und ist sicherlich einer der Aktien, die ein bisschen spannender sind aktuell, beziehungsweise ein bisschen besser dastehen. So, Paro, das ist auch eine Aktie, die mich so ein bisschen Nerven gekostet hat, die eigentlich bis jetzt auch sich ziemlich gut gehalten hat, muss man sagen. Ich hätte tatsächlich bei Paro erwartet, dass wir hier drunter brechen. Zeigt so ein bisschen auch relative Stärke, aber natürlich, wenn der Gesamtmarkt weiter korrigiert und es hängt auch so ein bisschen ab, wie Nvidia jetzt performt, dann kann das auch natürlich Druck auf dem Drohnenmarkt ausüben. Aber ich glaube, dass Paro auch ganz gute Chancen hat, hier zu profitieren von Investitionen. Gerade im Bereich Überwachungsdrohnen sind die ja so sehr stark. Ja, wenn wir diese Geschichten gehört haben von Drohnen über Flughäfen, dann wird das natürlich auch ein entsprechender Faktor, wo dann investiert werden muss. Und da könnte Paro natürlich auch profitieren oder auch bei sonstigen kritischen Einrichtungen. Da denke ich, dann ist es so eine Anwendungsfall für Paro.
Die Aktie ist hier auf jeden Fall erstmal gefangen in dieser Range. Das wird spannend sein. Sollten wir unter 7,80 € brechen, geht natürlich, kann es auch nochmal ein deutliches Stockbank nach unten gehen, Bereich von 6,40, aber an sich ist aktuell hier der Weg erstmal seitwärts geebnet. In der Bewertung gucken wir uns auch mal kurz an. Haben wir einen KV von 3, das ist jetzt eigentlich mehr oder weniger normal für den Bereich, aber auch hier müssen die Impulse kommen, bleiben die Aufträge aus, also die Nachrichten von Aufträgen, dann dürfte es mit der Aktie auch, so wie mit vielen anderen Aktien, auch langfristig eher so den Weg nach unten eingehen. Das ist ein ganz normaler Bubble-Pop-Cycle, heißt es ja. So der Markt ist, oder das Thema ist zum ersten Mal im Markt und dann sehen wir immer oftmals so einen ersten Ready, dann ebbt es ab und langfristig irgendwann setzt sich die Investition fundamental durch. Also das heißt, der Markt wächst dann auch langfristig. Das ist tatsächlich so eine Möglichkeit, was wir auch bei den Drohnen sehen könnten. Wenn man sich mal so McKinsey-Studien ansieht, dann sieht man ja, wie stark der Markt erwartet wird zu wachsen. Und tatsächlich ist es eben nicht auszuschließen, dass wir nochmal eine deutliche Korrektur sehen. Jetzt für Perot sicherlich auch, aber wie für die anderen Aktien kann es auch noch weiter nach unten gehen. Aber langfristig, je nachdem, welches Unternehmen von den vielen sich dann durchsetzen und tatsächlich die größten Marktanteile erobern, kann es dann entsprechend auch Vervielfacher Tenberger Aktien sein. So, kommen wir zur nächsten Aktie, die auch sehr, sehr spannend ist. Bevor wir dann zu DroneShield kommen, DroneShield wird dann die letzte Aktie sein für heute. Dragonfly auch natürlich nach unten gerissen. Wir kamen von knapp $14, nachdem die Aktie hier bei etwas über $1 gestartet ist, im Mai 2025. Also die Aktie hat schon eine brutale Rallye hingelegt. Wir haben Quartalszahlen, die beim Umsatz nicht ganz so gut waren, mit minus 13%, aber der Verlust war ein bisschen weniger als erwartet, also das war schon mal positiv. Und ich bin mal gespannt, ob die Aktie jetzt hier so beim Bereich von $6 ihren Boden findet, ob wir von dort aus dann hier nochmal einen Angriff nach oben starten könnten. Ich bin ja schon seit hier ungefähr investiert. Sollte die Aktie nochmal hier nach oben kommen, werde ich auch Teilgewinne mitnehmen. Bei DroneShield habe ich es leider ein bisschen verschlafen. Ich war da immer noch im Plus, aber das besprechen wir gleich. Da möchte ich auch an der Stelle sagen, dass Gewinnmitnahmen auch ganz wichtig sind, gerade bei so spekulativen Aktien. Habt ihr mal 100% Gewinn oder mal 200, dann nehmt einfach mal die Hälfte raus oder ein Drittel, zumindest mal den Einsatz und dann kann man einfach beruhigter schlafen. Und die Aktie auch wirklich mal über viele, viele Jahre einfach nur kaufen und also liegen lassen im Depot. So, Perot, gucken wir auch hier mal auf die Prognose, das wird auch interessant und hier sieht man auch die Aktie auf Einjahresprognose hier bei so $14 gesehen. Das, was wir im Grunde auch schon erreicht haben hier und deswegen auch hier sicherlich positiver Rückenwind, was das angeht. Bin mal gespannt. Dragonfly ist ja gar nicht so schlecht aufgestellt. Man ist ja schon in der Ukraine, man spricht mit der US-Regierung. Also ich bin mal gespannt, was da kommt. Und sollten da große Aufträge kommen, noch weitere, dann kann es mit der Aktie auch durchaus durch die Decke gehen. Und wenn der positive Trend so anhält und die Aufträge, dann traue ich der Aktie auch wirklich durchaus zu, dass wir in den nächsten Jahren hier in Richtung $100 laufen. Also das ist auch so ein langfristiges Investment. Sehr spekulativ natürlich, ganz klar. Aber Dragonfly ist so einer meiner kleinen Geheimfavoriten tatsächlich und sollte die Aktie tatsächlich hier auch nochmal tiefer fallen, würde ich die Aktie auch dann entsprechend nochmal nachkaufen ein bisschen und sollten wir hier nochmal steigen, dann vielleicht noch ein bisschen einfach mal Gewinne mitnehmen, dass ich auch ein bisschen in andere Titel umschichten kann. So, kommen wir mal zu DroneShield und ja, die Aktie hat es wirklich in den Boden pulverisiert, gerammt, wie man es nennen möchte. Gab natürlich auch Gründe. Zum einen gab es dann hier irgendwann mal die Nachrichten, dass der gesamte Vorstand so gut wie alle Aktien verkauft hat, was natürlich ein schlechtes Zeichen ist. Und das muss man auch wirklich, ich sag mal, im Hinterkopf behalten. Und jetzt kam die Nachricht auch raus, dass der US-Chef gegangen ist, mit sofortiger Wirkung, also relativ unerwartet. Und die Aktie hat es nochmal gehen wir mal auf den Euro-Chart, hat hier von 1,50 € direkt auf 1,10 € runtergejagt. Und tatsächlich, ich bin jetzt hier auch rausgegangen. Ich habe hier bei 1,80 die komplette Position gekauft, bei 1,50 nochmal eine Order gehabt. Jetzt bin ich aber tatsächlich komplett raus, weil ich mir sage, okay, in Kombination, der Vorstand verkauft alle Aktien, der US-Chef geht plötzlich, also da ist irgendwie was, da stimmt was nicht ganz. Ich habe jetzt nochmal eine Kauforder bei 50 Cent drin tatsächlich. Vielleicht schaffe ich es, dass ich die Aktie in einem Panikverkauf nochmal nach unten hier
crasht, und dann sammle ich einfach nochmal 1000 Aktien ein, so 500 Euro, und dann gucke ich mal, ob das nur ein bisschen überdramatisiert ist, also ob sich fundamental nichts dahinter steckt, ja, also dass weiterhin die fundamentale Lage des Unternehmens, wie es eigentlich davor aussah, ziemlich gut ist, oder ob hier wirklich was grundlegend mit dem Unternehmen nicht stimmt, wo man auch sagen müsste, okay, da besteht ein großes Risiko, dass die Aktie hier in der Versenkung verschwindet. Also das ist tatsächlich so High Risk geworden, leider, schade. Hätte ich mal auch hier ein bisschen mehr Gewinne mitgenommen, dann wäre es natürlich auch besser. Aber man lernt immer dazu und das ist auch wirklich ganz wichtig, dass man, wie gesagt, auch mal Teilgewinne mitnehmen. Dann tut es auch nicht so weh, wenn man hier dann mitmacht. Ja, wie geht es für Drawnsheet weiter? Für mich würde ich an der Stelle sagen, es kann auch ja, doch noch deutlich tiefer gehen. Also hier wäre ich vorsichtig, Stichwort fallendes Messer. Ich habe eine Kauforder mal drin bei 50 Cent. Ihr seht, das ist also wirklich extrem niedrig. Da sind wir ungefähr, wenn ich das mal einzeichnen möchte, sind wir hier unten. Also nochmal 60% nach unten. Also die Fallhöhe ist schon sehr, sehr hoch. Und ja, es ist, solange wir hier keine klare Richtung sehen, was das Management angeht, dann würde ich hier auch erstmal abwarten und die Aktien nur beobachten. So, das war die Übersicht zu den Drohnenaktien. Da hat sich ja einiges getan. Ich bin mal gespannt, ob der Markt sich fangen kann. Und langfristig, wie gesagt, bin ich ja immer noch überzeugt. Für die, die noch nicht investiert sind, die den Markt auch spannend finden, ist es sicherlich jetzt oder kann es eine interessante Kaufgelegenheit sein. An der Stelle nochmal gesagt, natürlich keine Anlageberatung, aber das ist sicherlich jetzt entsprechend interessante Chance, wenn man noch nicht drin ist. So, das war's von meiner Seite. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Viel Erfolg, bis zum nächsten Mal. Alles Gute und ciao.